You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Mein Zuhause ist hier. Ich bin mir unsicher. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Und ich weiß, dass ich damit viel versauen kann. Also die richtige Antwort wäre eigentlich meines Erachtens, das ist nicht mehr mein Zuhause. Ich bin mir unsicher, ist so wischiwaschi, aber vielleicht ist das der sichere Weg. Mein Zuhause ist hier, ist eine Lüge. Aber es ist vielleicht die Lüge, die er hören will. Verdammt. Ari ist der Einzige, der sich derzeit um Melon Reed kümmert. Ari wurde bezahlt, um sich bis zum letzten Atemzug um die Familie Reed zu sorgen. Zu kümmern, kann ich verstehen, aber sorgen, das kann man nicht kaufen. Avery wünscht sich, dass der junge Jonathan Reed sich mehr um seine Mutter kümmern würde. Also aus dieser Sicht würde ich sagen, müssen wir mein Zuhause ist hier sagen, ne? Dann machen wir's mal. My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Oh. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Ja, ich versuch's. Aber wir haben ja einen Hinweis für unsere Mutter gekriegt, die nicht mehr da sitzt. Ja, doch, hier. Falsch. Warte mal. Achso. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein Ausrufezeichen? Wird derzeit nur von Avery Cork umsorgt. Spending next summer in France. Cheetah. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Oh, mir geht's gut. So, für was könnte der Hinweis Persönliches? Denkst du, ich habe dich vernachlässigt? Natürlich. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. Die Wahrheit wäre, ich bin eine Gefahr für dich. Und ich gehöre nicht mehr hierher. Und ich werde dich beschützen, ist ein Versprechen, das noch nie ein Lebewesen halten konnte. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Okay. Tell me, Mother, how are you?
All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? Ich habe mich verlaufen. Ich wurde angegriffen. Kam absichtlich nicht. Nee, glaube ich eher nicht. Man kann schon sagen, wir haben uns gewissermaßen verlaufen. I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Kommt drauf an, wie viele Dialoge wir insgesamt haben. Aber ich bin mir sicher, das werden nicht wenige. Frisch aufgestanden, ey, das nervt. Nase zu, verschleimter Hals. Oh. So. Reden wir zuerst mit der Tochter. Ne, wir reden zuerst mal mit dem Ladenbesitzer. Wer auch immer da draußen rumschreit, Schnauze! Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Wenn du so alt bist, hast du den Laden doch schon eine Weile. Eigentlich müsstest du mich dadurch doch kennen, vor allem meinen Namen. Du bist ein Händler, finde ich gut. So, du hast schon mal keine Gebrechen. 5? Wow. Harter Hund, du. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Ist Essen alles, was Sie interessiert? Ich habe spezielle Vorlieben. Finding a good restaurant. Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Kann ich nachvollziehen. Essen kann eine sehr befriedigende Sache sein. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Menschenblut, frisch aus dem Hals gezapft. Eine Überraschung für Londons einsamen Feinschmecker. Neue Untersuchung. Okay. Wir haben wieder eine Sidequest. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. So. Also diese Antwortmöglichkeiten sind ja gerade sehr unbefriedigend. Es ist falsch, seien Sie nicht naiv, sind Sie so blind? Hat eine Vorliebe für Restaurants und reich gedeckte Tische. Seien Sie nicht naiv. So jemanden zu sagen, dass er naiv ist, ist das gleiche wie mit du bist dumm. Ich
glaube nicht, dass das sonderlich was bringen würde. Es ist falsch. Ist eine Kritik. Ich kenne nicht ein Zeitalter, an dem Kritik wirklich was geklappt hat. Sind sie so blind? Kommt natürlich auch auf die Aussprache an, ne? Are you that blind? I've seen hundreds of victims piled up in this city each week. Mr. Reed, please. Why are you so angry? I did not mean anything by it. Verdammte Scheiße. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Verdammte Hacke. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Man kann Dinge, die für die Ekstase gesorgt haben, weiterreichen, aber die Ekstase selbst kannst du mit niemandem teilen. London's Lone Gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Ein Kritiker. Die Leute, die sich wirklich so nennen und glauben, es sei eine offizielle Bezeichnung, sind einfach nur lästerliche und Freedival-Typen. Nicht zu verwechseln mit lästig. Das sind sie sowieso alle. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Abzüge, perfekt. Was für ein Zufall, dass die Anzahl genau die ist, wo noch eins dann fehlt. So. Wir haben eigentlich genug von allem. Das reicht zwar nicht. Nein. Good evening, Dr. I may have a look. So. Genau. Wie viel fehlen? 6.
Ich kann ja mal 2 davon verkaufen. Wir haben ja genug von den gelben Gedöns. So. Haben wir es wenigstens schon mal in die Nähe geschafft. So. Yes. Have you noticed anything suspicious recently? Remember, Du bist etwas verzweifelt, oder? strangers come into your house. Have you noticed anything suspicious recently? Remember, don't let any strangers come into your house. Hallo, geh den Leuten mal nie auf den Sack. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. So spät habt ihr die Erfahrung gemacht, wozu Menschen fähig sind? Okay. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now.